Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are now in verse 10 of 1 Corinthians chapter 5. Wir sind bei Vers 10 vom 1. Korinther Kapitel 5. So Paul said that we should not have any intimate communion, which of course doesn't mean sexual intimacy, but it means a normal intimate relationship. Paulus sagt, dass wir keine intime Gemeinschaft haben sollen, was natürlich nicht sexuelle Intimität bedeutet, sondern eine normale, intime Beziehung. So when there are people who live in sexual immorality, who practice it, we are not supposed to have with them that intimate friendship, that divine koinonia community. Wenn es also Menschen gibt, die in sexueller Unmoral leben und diese praktizieren, dann sollen wir mit ihnen keine intime Freundschaft, keine geistliche Verbundenheit haben. But look what he's saying in verse 10. Schau, was er in Vers 10 sagt. Yet in no way was I referring to avoiding contact with unbelievers who are immoral. Damit meine ich aber keineswegs, dass wir den Kontakt mit Ungläubigen, die unmoralisch sind, meiden sollen. What happened to the church? Was passiert in der Gemeinde? The church avoids the contact with the sexual immoral people who are in the world. And yet Paul said that's not what he's talking about. Die Gemeinde meidet den Kontakt mit sexuell unmoralischen Menschen, die in der Welt sind. Und doch sagt Paulus, dass er nicht davon spricht. And at the same time, the church talks to be tolerant towards the Christians who live in sexual immorality. Gleichzeitig spricht die Gemeinde aber auch davon, tolerant gegenüber den Christen zu sein, die in sexueller Unmoral leben. What's wrong? Was ist also falsch? If we don't have relationship with the sexually immorally outside of the church who are not Christians, how are they ever going to find Jesus? Wenn wir keine Beziehung zu den sexuell Unmoralischen außerhalb der Gemeinde haben, die keine Christen sind, wie sollen sie denn jemals zu Jesus finden? You see how we've put things backwards? Siehst du, wie wir die Dinge verkehrt herum angepackt haben? So these people who live in sexual immorality, they need you. Diese Menschen, die in sexueller Unmoral leben, brauchen dich. But once they are Christians and refuse to give up these practices, they are not really Christians in their heart, meaning they're not really following Jesus Christ. Sobald sie Christen sind und sich weigern, diese Praktiken aufzugeben, sind sie im Herzen keine echte Christen. Das heißt, sie folgen Jesus Christus nicht wirklich nach. So look how serious Paul gets here. Paulus wird hier richtig ernst. He said, yet in no way was I referring to avoid contact with unbelievers who are immoral, greedy, or swindlers, or those who worship other gods. Er sagt, damit meinte ich aber keineswegs, dass wir den Kontakt mit Ungläubigen meiden sollen, die unmoralisch oder habgierig oder betrügerisch sind oder die andere Götter anbeten. So when we see these people in the world, we don't want to have anything to do with them. Wenn wir diese Menschen in der Welt sehen, wollen wir nichts mit ihnen zu tun haben. But yet we are supposed to. Das sollen wir aber. We are supposed to show them the love of our incredible God. Wir sollen ihnen die Liebe unseres unglaublichen Gottes zeigen. Look what he says next. Was sagt er als nächstes? He says, for that would mean you'd have to isolate yourself from the world entirely. Er sagt, denn das würde bedeuten, dass wir uns ganz von der Welt isolieren müssten. Guys, Leute, I know so many Christians who are so isolated from the world and they think it's a noble thing. ich kenne so viele Christen, die sich von der Welt isolieren und sie denken, das sei eine noble Sache. We are not supposed to isolate ourselves from the world. We're supposed to be completely in the world, but not of the world. Wir sollen uns nicht von der Welt isolieren, wir sollen ganz in der Welt sein, aber nicht von der Welt. What would happen if we would understand that the world really, really needs us? Was würde passieren, wenn wir verstehen würden, dass die Welt uns wirklich braucht? If we avoid the world, then how is the light going to shine in darkness? Wenn wir die Welt meiden, wie soll dann das Licht in der Dunkelheit scheinen? You know, we should be where the world is. Wir sollen dort sein, wo die Welt ist. Jesus was right there where the world was. Jesus war genau dort, wo die Welt war. But in the middle of the world, he showed that he's not part of that system. Aber mitten in der Welt zeigte er, dass er nicht Teil dieses Systems ist. He showed that he came as a light to bring light, life, and love. Er zeigte, dass er als Licht kam, um Licht, Leben und Liebe zu bringen. You know, I think maybe we should do some big teaching about that. Light, life, and love. Ich denke, wir sollten vielleicht eine große Lehre über dieses Licht, dieses Leben und diese Liebe machen. Because Jesus clearly said that he is those three things. Denn Jesus hat klar gesagt, dass er diese drei Dinge ist. So if Jesus is life, light,
and love, Wenn Jesus also Leben, Licht und Liebe ist, then we're supposed to be light, life, and love. dann sollen auch wir Licht, Leben und Liebe sein. I think I will do some teaching on the 3 L's. Ich denke, ich werde eine Lehre über die 3 L machen. Only, of course, it works in English Das funktioniert gut im Englischen and in German. und im Deutschen. Licht, Liebe, Leben. Licht, Liebe, Leben. See, there's something wrong with the Portuguese language. Siehst du, da stimmt was nicht mit der portugiesischen Sprache. And the Brazilian people say there's something wrong with the German language. Und die Brasilianer sagen, dass mit der deutschen Sprache etwas nicht stimmt. But you know, Paul is so clear. He said, don't isolate yourself from the world. Don't do that. Paulus war hier so klar. Er sagte, isoliert euch nicht von der Welt. Tut das nicht. You know, so we have to really understand that this world is an evil place that needs us. Wir müssen wirklich verstehen, dass diese Welt ein böser Ort ist, der uns braucht. I'll tell you my personal opinion, which I'm allowed to share. Ich sage euch meine persönliche Meinung, die ich teilen darf. I mean, according to some people, I'm not allowed to share it, but I'm allowed to share it anyhow. Manche Leute meinen, ich dürfe sie nicht sagen, aber ich sage sie trotzdem. It is my personal belief Es ist meine persönliche Überzeugung, that if we Christians would have been less religious, dass, wenn wir Christen weniger religiös gewesen wären, less judgmental, weniger verurteilend, less weird, weniger seltsam and less isolated from this world, und weniger isoliert von dieser Welt, we could have reached so many more people for Jesus. wir so viel mehr Menschen für Jesus hätten erreichen können. Think about it, how the majority of Christians are known by non-Christians. Überleg einmal, wie die Mehrheit der Christen von Nichtchristen wahrgenommen wird. We are known as a weird group of people that go to some building to have our meetings. Man kennt uns als eine seltsame Gruppe von Menschen, die sich in irgendeinem Gebäude versammelt. But we cannot go to the places where they go. Aber wir können nicht zu den Orten gehen, wo sie hingehen. And then of course we have a Bible verse to justify that. Natürlich haben wir einen Bibelvers, um das zu rechtfertigen. Psalms 1. Psalm 1. Don't sit where the sinners sit. Setzt euch nicht dorthin, wo die Sünder sitzen. But that's not, first of all, what the psalmist is saying at all. Secondly, that doesn't apply to you. Aber das ist zunächst einmal gar nicht das, was der Psalm aussagt, und es trifft nicht auf uns zu. You see, Jesus was called the friend of sinners. Jesus wurde der Freund der Sünder genannt. Do you know why Jesus was so criticized by the religious? Weißt du, warum Jesus von den Religiösen so kritisiert wurde? Because he broke their understanding of the law to show his love to people. Weil er ihr Verständnis für das Gesetz brach, um den Menschen seine Liebe zu zeigen. And another reason, because he constantly hung out with sinners. Und ein weiterer Grund, weil er ständig mit Sündern zusammen war. That's what we need, people. Das ist es, was wir brauchen, Leute. The church needs to understand that the church needs to be in the world, yet not of the world. Die Gemeinde muss verstehen, dass die Gemeinde in der Welt sein muss, aber nicht von der Welt. And in the world, the church shines like a bright light In der Welt leuchtet die Gemeinde wie ein helles Licht and releases the light of Jesus, the life of Jesus, and the love of Jesus. und verbreitet das Licht Jesu, das Leben Jesu und die Liebe Jesu. Last year, Debbie and me were in Switzerland, Letztes Jahr waren Debbie und ich in der Schweiz and we wanted to see a friend of ours whose son has a pub. und wollten eine Freundin von uns besuchen, deren Sohn ein Pub, eine Bar hat. I tell you what, one of my favorite moments in the whole of 2002 was that few hours that night in that pub. Einer meiner Lieblingsmomente im ganzen Jahr 2022 waren diese paar Stunden an diesem Abend in diesem Pub. I felt more comfortable there than I felt in many church meetings. Ich habe mich dort wohler gefühlt als in vielen Gemeindeversammlungen. Think about that, Denk mal darüber nach. and we'll see you tomorrow. Und wir sehen uns morgen wieder.